Hey Leute, schön, dass ihr bei einer weiteren Folge von GreedFall wieder mit dabei seid. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem Schiffsjungen und da werden wir jetzt hier gleich mal in die Taverne reingehen oder in das Wirtshaus und mal schauen, ob wir da irgendwelche brauchbaren Infos dazu finden. Ich war in der Zwischenzeit mal hier so ein bisschen unterwegs und habe mal geguckt, was man hier so brauen kann oder craften kann. War jetzt nichts Spannendes dabei. Ich habe da irgendwie noch nicht so die richtigen Fähigkeiten. Und außerdem weiß ich gar nicht, was man mit den Tränken so alles dann anfangen kann. Ich glaube, das kommt dann alles noch. Und dann habe ich auch festgestellt, dass dieser Mantel, den wir in der letzten Folge hier erbeutet haben, mir +1 in Schlösserknacken verschafft hat. Das heißt, ich kann jetzt einfache Truhen und Türen knacken. Deswegen bin ich da nochmal zurückgelaufen in dieses Lagerhausgebiet der Nauten, wo wir letzte Folge waren und die Ketzer da besucht haben. Und habe da nochmal lauter Ramsch aus den Kisten geholt. Da war jetzt nichts Spannendes dabei. Ich habe auch alles, was ich doppelt hatte oder nicht gebrauchen konnte, beim Händler verkauft, weswegen ich jetzt einigermaßen reich bin. Ich habe über 400 Goldmünzen. Da wollte ich mir eine neue Waffe kaufen, habe aber auch nichts Gescheites gefunden. Deswegen werde ich jetzt hier mit meinem Hammer erstmal weitermachen. Und überhaupt gehen wir jetzt hier erstmal rein und schauen, ob wir hier Zeugen finden, die irgendwas von der Entführung dieses Schiffsjungen gesehen haben. Wir quatschen hier mal mit Geoffroy. Tavern keeper. I see you're back. Can I pour you something this time? Genau, Schiffsjunge. Wir fragen nach der I am Entführung. looking for a Naut. A young cabin boy who has been missing roll call for 2 days now. A naught, you say? That's not a lot to go on. There are quite a few that come to my tavern. According to one of his fellows, he would have been taken right here. A kidnapping. In my establishment. You surely jest. Or at least I hope you do. I would have noticed. That doesn't hold water. Ja, der weiß nix angeblich. Someone told me about one of your faithful clients. A big gambler, it would seem. I see. An able-bodied man. Passes his time lightening the pouches of sailors coming through. Where might I find him at this time? Here? He would never give away his chair at his table. Anything else? Können wir da nochmal nach irgendwas fragen? Geschäft, Malichor. Nee, brauchen wir jetzt nicht fragen. Wir gehen I jetzt need to be mal. off. Farewell. Goodbye. Wir quatschen mit dem da hinten. Stammgast. Der ist schon besoffen. Who are you? I don't recognize you. Am I in your debt? No, have no fear about that. It's for a different reason that I'm here. I'm looking for a Naut that disappeared 2 days ago, after visiting this establishment. A young cabin boy. 2 members of his crew accompanied him. Yes, that does ring a bell. I've played with the 3 of them. What can you tell me about the boy? How was he that night? He seemed rather nervous, as if he was worried about something. Didn't feel like playing, that I remember. And he must have been right to be nervous, if he's disappeared. Tell me what happened that evening. A rich merchant came in, with a band of strong arms. The kind of men you can round up for a few coins, if you catch my drift. They exchanged words with the cabin boy. The kid was defensive, not sitting pretty. And then they finally left. And after that? It just so happens that I did go out for a breather. I needed some fresh air. And I think I might well have seen those same men grab him. But that was none of my business. I wouldn't have thought that they were kidnapping him, if that's what it was. They weren't particularly rough with him. Okay, also vielleicht ist er doch nicht entführt worden und er ist da freiwillig mitgegangen. Genau. Who Fragen was wir the noch rich mal. merchant, do you think? A jilted lover? A moneylender? No, my lady, you're in luck. It so happens that I know the man. It was Sir Fontaine, that merchant.
Where can I find him? He has a house in the wealthy boroughs, just off the canal. A stone's throw from the Theleme embassy. Thank you. You've been immensely helpful. This man is completely owned by his love for the game. Do you think we can trust him? What would he gain from lying? I have no idea. But what would any wealthy merchant gain from holding a penniless child? Okay, dann werden wir jetzt mal diesen La Fontaine hier, oder Fontaine, aufsuchen, wenn ich hier rauskomme. Soll da irgendwo in der Nähe von der Botschaft von Theleme sein? Das war doch da, wo der Kardinal drin war. Moment, ich gucke jetzt erstmal, wo wir hier sind. Wir müssen hier ganz rauf. Hier, genau. Fontaine-Familie. Da gehen wir. Können wir hier lang? Können wir hier lang, oder? Geh mal hier. Ja, mit der Steuerung kämpfe ich immer noch etwas, aber ich glaube, es wird langsam besser. Mal schauen, was dieser Händler zu sagen hat. Hier ist die Botschaft und dann müssen wir hier irgendwie hin, genau. Might I help you, my lady? I would like to have a word with Sir Fontaine. He is absent, but the lady of the house could certainly receive you. Enter, please. Hä? Die dreht sich jetzt da zur Wand hin. Hallo? Okay. Die Häuser sehen innen drin irgendwie immer gleich aus. Ich gehe jetzt hier mal hoch. Haus der Fontaine-Familie. Etwas düster hier. Oh, I know you. I've seen you at court. You are Lady de Sade. And to what do I owe the honor of your visit, Excellency? I would like to have a word with your husband. He is not here, but perhaps I could be of help. It concerns a delicate matter. We are looking for a missing cabin boy. According to witnesses, he had an argument with your husband before being taken. I see. I am afraid that you have been misled. You seem to have come to the wrong conclusion. The cabin boy you speak of was not taken. He has simply returned home. Excuse me, but I'm not sure I understand. Don't you see, Your Excellency? We got our son back. Oh, war ihr Sohn, okay. Gut, dann waren die Eltern wohl nicht so erfreut, dass er da auf einem Schiff arbeitet. Okay, wir fragen mal weiter nach. I am very surprised. Several witnesses confirmed that your son had a fight with your husband, and that his men escorted him from the tavern using force. If he had joined your husband willingly... Witnesses? In a tavern? And you choose to believe these drunkards over a respectable family? These witnesses are all in agreement, and it is their testimonies that have led me to your doorstep. My son was probably shocked to have found us. My husband and the other men might have simply had to carry him. A gesture that your drunkards must have misunderstood. Wir fragen jetzt. What was your son doing on a Naut ship? Why would they have taken him? It is what they do. Through pacts and contracts, they steal away young children from their mothers. What are you talking about? I would have thought that a legate would know these things. But it is true that you are young and inexperienced. It seems that you have been protected from the turpitudes of our own nation and their terrible allies. This horrible, constant ransoming that they put us through. But I will not say another word. You will have no trouble verifying the details now that you know what to look for. Where might I find your son now? I cannot say, Excellency. You must understand why. Until the Nauts have set sail, we live in fear they will take him back from us. This pact... It sounds like some fear-inducing story. The Nauts wouldn't be the first to recruit through dubious means. Aha, dann scheinen die also sich einfach Leute mitzunehmen, wenn sie irgendwie neue Bedienstete oder so brauchen.
dem sollten wir jetzt hier nachgehen. Ich habe ja gesagt, ich glaube, wir brauchen 10 Folgen, bevor ich hier erstmal lossegel. Ich schaue mal, wo wir jetzt hin müssen. Nirgends. Hier haben wir ja immer noch die Handelswaren da. Der war ja nicht so besonders freundlich hier. Wir gucken mal, ob hier irgendein Hinweis ist. Erfahre mehr über die Verträge der Nauten. Muss ich da den Captain nochmal fragen? Kann ich ja mal probieren. Aber ich glaube nicht, dass der mir... Ach, hier wollte ich eigentlich nicht lang. Dass der mir mehr erzählen wird hier. Wenn die Leute entführen, dann wird er das ja nicht so bereitwillig hier ausplaudern, nehme ich mal an. I wish you a good day, Your Excellency. Jo, Tag auch. Ja, aber wo soll ich da jetzt nochmal nachfragen? Ich meine, ja, oder ich gehe nochmal in dieses Nautenviertel hier. Aber da habe ich ja eigentlich nichts gefunden. Die Lagerhäuser. Hafenamt. Da war ich ja schon vergeblich drin und habe nach irgendwelchen Infos gesucht. Aber hier gibt es noch eine Kiste. Genau, Schloss knacken kann ich ja jetzt. Also ich hole ja da auch immer Fallen aus den Kisten und so. Ich weiß aber gar nicht, wie ich Fallen aufstelle. Wahrscheinlich brauche ich da eine spezielle Fähigkeit dafür, die ich noch nicht habe. Na gut, zumindest lohnt es sich hier zum Plündern, wenn ich hier nochmal hingelaufen bin. Ja, oder ich gehe den Captain nochmal fragen. Der müsste doch das eigentlich wissen. Hier komme ich gar nicht raus. So komme ich hier nicht raus. Upsi. Okay. Jetzt bin ich so ein bisschen lost. Ich meine, wenn ich die eine Nebenquest jetzt nicht beendet kriege, ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Ich frage mal den da, vielleicht weiß der was. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? Nee, der hat... I need to be leaving. I have quite a few things to do Der before weiß we raise auch anchor. nix. Der weiß nix. Dann fragen wir den Captain mal, aber der wird uns freiwillig auch nichts sagen, oder? Madam, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy, but we will have to do without. Genau, den frage ich jetzt mal. I spoke with a woman who told me she was the mother of the cabin boy. She claims that her son was taken from her. Taken? Her son is sea-gifted. His parents were required to give him up to honor the terms of a contract. A contract? But what kind of contract are we speaking of? A commercial contract. In exchange for services rendered by the Nords, some families cede more than gold. In some cases, nations even trade some of their subjects before they're born. I wouldn't be able to tell you the condition of Jonas's contract. I didn't even know he was originally from Serene. But what I can tell you is the young man hasn't seen his parents since he was a small child. And ever since, he's been a Nord.
Our ships are his home. We are his only family. Okay. Und ich soll jetzt gucken, wo der festgehalten wird. Oh, puh. Be back soon, Captain. You see anyone else who might be able to help us? Anyone who's not a Naut? Oh, how I would like my father to be implicated in this sordid business. Our old teacher must surely know what's going on here. Gut, dann fragen wir den doch nochmal. Der weiß anscheinend doch irgendwas. Yes? Well, how can your old professor be of service to you? I've had a word with Lady Fontaine. You must know her. That rich family that lives near the docks. She told me a strange story about her son who was a cabin boy on our ship. She said that he was taken when he was a child, due to some contract with the Nauts. Who was a cabin boy? Do you mean he's no longer one? They took him back to bring him home. Well, that is very unpleasant news, de Sade. We need to do all we can to bring the boy back to his ship. Since time immemorial, there's always been a certain price to pay for the services of the Nauts. Children born on their ships belong to them. It's the rule of the sea. But certain contracts are so important that they also require children to be offered in exchange. From time to time, the congregation has passed such accord, and certain noble families had to give their children up. Are you telling me that the Fontaines lost their son in an agreement signed between my uncle and the Nauts? No. That pact ended a long time ago. This cabin boy couldn't have been a part of that contract. But Sir Fontaine has made a fortune trading with the Alliance, via ships. Do you mean he would have offered up his own son in exchange for wealth? Well, he probably did it before the birth of the child, and regretted it afterwards. But that is of little importance. What counts most is that you bring the boy back to the Nauts as quickly as possible. Breaking a contract with the seafarers has always cost us dearly. Our nation could feel it in its coffers. I will do my best. A father selling his own son for a few boat rides. For ugly, that is ugly. Lady Fontaine didn't seem to have any knowledge of that detail. That could be of use to us. Okay, also die haben damals irgendwie einen Vertrag abgeschlossen, so einen Handelsvertrag, dass die Schiffswege hier offen stehen als Austausch mit dem Kind. Ja, puh. Ich weiß aber jetzt immer noch nicht so richtig, wen wir jetzt noch fragen könnten. Ich könnte ja zu der Lady Fontaine zurückgehen. Schau noch mal, vielleicht finde heraus, wo Jonas festgehalten wird. Ja, ich meine, der Vater hat den ja irgendwie entführt. Wird er den wohl irgendwo bei sich festhalten, oder? And so you're back, milady. Do you have our second payment with you? Don't count on it. We shall return. See you soon. Der ist immer noch unfreundlich. Schau mal auf die Karte, vielleicht gibt es ja da einen Hinweis. Naja, doch wieder zurück ins Haus. Okay. Dann machen wir das mal. Aber das hat jetzt nicht so ausgesehen, als könnte man hier irgendwo jemanden verstecken. Aber hier kann ich noch was klauen. An das Dienstmädchen gerichteter Brief. Ich möchte, dass du mehrere Mahlzeiten zubereitest und sie in die Lagerhäuser bringst, die wir am Kanal besitzen. Ah, okay, gut, da haben sie den wahrscheinlich versteckt. Und verraten soll sie auch nichts. A warehouse. That would be a great place to hide. Shall we take a peek? Jo, wir gucken da mal. So, Lagerhäuser.
Wo sind denn die? Das sind ja nicht die Lagerhäuser der Nauten. Sondern da. Ah, da war ich schon mal. Da bin ich ja nicht reingekommen. Genau. Finde einen Weg, um Jonas zu befreien. Vielleicht, weil ich ja jetzt die Schlossknacken-Eigenschaft habe. Komme ich da rein? Schauen wir mal. Was verbrennen die hier eigentlich? Ach, die Leichen. Ach, genau. Die Gestorbenen von der Krankheit dahingerafften. So, jetzt müssten wir doch hier irgendwie in der Nähe sein. Oder hier war ich, glaube ich, schon mal und bin nicht reingekommen in die Lagerhäuser. Soll ich hier rein? Das ist zu offensichtlich, oder? Ich gehe mal hinten rum. Da konnte man ja irgendwie durch den Keller, glaube ich. Mich vielleicht hier sneaky von hinten reinschleichen. Genau, hier war ich ja schon mal. Here we are. Be careful. Fronten won't be alone. He'll have his henchmen. Awful of underlings that scare us away. Right, cousin? To my help. Upsi. And death to the others! Death to the others, ja. Okay, ich habe eine uralte Donnerbüchse gefunden, Goldmützen, Munition, alles nehmen. Goldmünzen. Kann ich mich jetzt da reinschlagen? Ich habe jetzt keine Rüstung gefunden. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht verkleiden. Ich sehe gar nichts. Alles total dunkel hier. So, wir gehen jetzt hier. Ich glaube, da war zugeschlossen, aber ich kann ja jetzt hier... Ach, da war offen. Musste ich gar kein Schloss knacken. Okay. To me, gods! Take no prisoners! To my help! Oh Gott. And death to the others! Come on, let's see what you're capable of. You're running out of energy. Drink a potion. Linke Potion. Was für ein Potion denn? Things are about to get... Eine elegante Pistole, Goldmützen. Okay. Lagerhaus, Kellerschlüssel. Nehme alles. Aber ich bin doch schon im Keller. Alte Beckenhaube und Goldmünzen. Ich kriege einen Fähigkeitspunkt. 2 Fähigkeitspunkte und einen Attributpunkt. Kann ich jetzt so eine Pistole ausrüsten? Fähigkeitspunkte, da habe ich 2. Was kann ich da kaufen? Fallen. 2 Punkte. Kann ich Fallen aufstellen? Oder eine Pistole benutzen? Ach Gott. Schusswaffen. Fallen oder Schusswaffen? Das ist jetzt die Frage. Oder mehr auf Zauberei gehen hier? Ach, also die Steuerung hier ist echt seltsam. Nee, ich glaube... Ich glaube, Schusswaffen ist erstmal praktischer. Genau, wir machen mal Schusswaffen und Attribute. Ich habe einen Punkt und kann... Ausdauer, nee, Ausdauer brauche ich nicht. Genauigkeit, verstärkt alle Schusswaffen, alchemistischen Präparate. Willenskraft.
Ach, ist das wieder schwierig, Leute. Ich gehe doch ein bisschen auf Zauber. Genau. Kriegen wir noch eine Trophäe. Und jetzt gucken wir mal, wo wir hier den Jonas befreien können. Bin ich hier reingekommen? Offensichtlich bin ich hier reingekommen, oder? Nee. Ich bin da drüben doch reingekommen, dachte ich. Geht's hier nicht irgendwie weiter? Müsste den doch... Ah ja, hier so. Schlüssel verwenden. Oder ich hätte das Schloss knacken können. Who are you? My name is Deshalb. I'm legate of the congregation. Your captain has sent me to find you. And were you able to convince my father to allow me to go free? I'm extremely sorry to have to tell you this, Jonas. He preferred to fight to the death rather than allow you to leave. Ach Gott, das war der Vater, den ich da noch umgebracht habe. Ach du meine Güte. How tragic. The poor man. What madness overcame him? And the woman, my mother, she'll be all alone now. You don't seem to be all that close to your parents. I hadn't seen them since I was 5 years old. I barely remember them. They find me, capture me, and lock me up in this warehouse. Hard to grow close after all that. My family is the Naughts. I am sorry for my parents, but that is the way of it now. Can I go home? Yes. You should still go and say farewell to your mother. Then find your way to your ship. I will see you there. Okay, gut, dann haben wir den befreit. Cool, cool. Obwohl ich jetzt da den Vater wohl umgebracht habe, da habe ich jetzt bei denen keinen Stein im Brett, nehme ich mal an. Bei dieser Familie Fontaine. So, da kriegen wir einen Zornestrank, giftige Falle, Munition, Zunderschwamm und was? Ein alter rostiger Säbel. Okay, ja, dann glaube ich, haben wir hier soweit alles erledigt, den Sirenen, und wir müssen jetzt, denke ich mal, aufs Schiff. Komme ich jetzt hier wieder raus? Alles so dunkel hier. Gut, wir gehen mal hier die Treppe hoch. Ich glaube, von hier sind wir ja nicht gekommen. Deswegen schaue ich mal hier, ob man hier noch was abstauben kann. Oder war ich hier schon oben? Keine Ahnung. Okay, gut, hier gibt's nichts. Dann gehen wir raus in die frische Luft und traben zurück zum Schiff. So, ich wollte ja gucken, ob ich hier irgendwie eine Schusswaffe mir... Ups. Das ist auch immer ein bisschen komisch hier. Schusswaffe... Eine elegante Pistole. Ach so, da muss ich Genauigkeit leveln, okay. Ausgerüstet, okay. Gut, kann ich meinen Begleitern vielleicht eine Schusswaffe angedeihen lassen? Ihm hier nicht. Und dem auch nicht. Vielleicht was Besseres? Rostiger Zweihänder. Nee. Gut, das kann ich dann zwischen den Folgen mal machen, dass ich die besser ausrüste hier. Und wie kann ich jetzt Schusswaffen verwenden? Nee, Schusswaffen. Waffe wechseln.
Okay, keine Ahnung. Muss ich nochmal gucken, wie man die Schusswaffe dann hier verwendet. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Eigentlich wollte ich zum Schiff zurück. Zum Schiff zurück. Wir gehen. Ich glaube, ich muss hier vorne rum. Hier? Ja. Genau, dann schaffen wir es ja doch. Ach so, ich habe ja immer noch die eine Quest hier. Erlange die Handelswaren. Ah nee, die wollte ich jetzt eigentlich nicht anklicken. Egal. Die ist mir jetzt relativ wurscht. Der will bezahlt werden und ich will kein Geld ausgeben. Wenn ich die Nebenquest jetzt nicht abschließe, dann ist das jetzt auch kein Beinbruch, denke ich mal. So. Madam, Are you ready? Can we weigh anchor? we should be able to set sail with the tide, as agreed upon. My cabin boy, Jonas, is back on ship. I have you to thank, I imagine. You do. It's a rather sad affair, and though solved, leaves a broken family behind. All we can do is plot a course. No one tells the wind what to do. I do thank you. I didn't think you'd go to so much trouble for a cabin boy. Your actions bring you honor. Was können wir denn noch nachfragen, den Nauten? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach an Bord. Der mit den Handelswaren, der ist jetzt irgendwie... Nee, den brauche ich. Permission to board the ship. We are ready. Certainly. But keep in mind that we'll be at sea for several months. If you have any farewells to make or any final business to put into order, now is the time. Mehrere Monate auf See. Ja, ich verlasse No, jetzt mal my house is Serien. in order. We are ready to embark. Perfect. Follow me. So eager to discover Teer Fradee. My isle. My new city. You'll need to arm yourself with patience. The voyage will be long. I've been told So. the trip lasts months. And they say the place is full of gigantic creatures. As big as Wir buildings. nehmen hier noch That's eine right. Kiste. I heard a rumor the Nords even brought one back in one of their ships. I doubt that. Oh, cooles Schiff haben wir da. Beast is awoken! Was Those für eine conniving, Bestie. piss-distilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now, let's lend them a hand. Wir helfen ihnen. Ja, oh Gottes Willen. Watch out! Take a step back, sir! Ah, das wird doch jetzt hoffentlich davon erschlagen, oder? Hier. Okay, ist es tot? Kurt! Captain! Keep my cousin safe! Oh, es ist nicht tot. Ach, Mist. Oh. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen... Was schmeißt denn das nach mir hier? Ah. Lauf, lauf, lauf. Ich kann irgendwie ausweichen, aber nicht so richtig. Oh. Oh, ich habe nicht genug Magie. Oh. Oh, oh, oh. Lauf, lauf, lauf.
Oh Gott. Oh, wir haben es aber trotzdem besiegt. Ich sag mal, das Kampfsystem hier, das muss ich mir noch hier verinnerlichen. Ich hoffe, das hat keine zweite Phase, das Viech hier. Genau, ich habe da noch eine Pistole gehabt. Wie kann ich eigentlich eine Pistole hier... Greenblood, how do you fare? Fine, fine. It is dead. Are you wounded? I'm well. Your lessons have proven effective. I've never seen a beast this size. It's quite extraordinary. Cousin, what a fight. You were illustrious. I'm not of the same mind. I have the feeling it was already weakened. I did nothing more than finish it off. Your humility remains a constant. But believe me, that battle was absolutely epic. Genau, der war episch, der Kampf. Supidupi. Ich habe einen Erinnerungskristall gekriegt. Kannst du bereits verteilte Punkte neu verteilen. Okay. Ja, und jetzt? Das Schiff ist ja jetzt kaputt hier irgendwie, oder? Geh an Bord. Ach, das war gar nicht unser Schiff? Unser Schiff ist da hinten? Hä? Okay. Gut, ich habe gedacht, das Schiff ist jetzt kaputt, aber es war gar nicht unseres. Jetzt die Segel. Gentlemen. Your cousin's enthusiasm is most impressive. This journey is his long-awaited chance to prove his worth. He has a demanding father. More likely he's just happy to be free of this hornet's nest. I definitely know I am. That's certain. Gut, dann setzen wir jetzt mal hier die Segel. Stations, lads! Wear and cut and ready her to wear! Lively now, lively! Catch me a wind! Gut, dann sind wir jetzt unterwegs. Ja, das war ja jetzt eigentlich nur das Intro und Tutorials. Also fand ich jetzt schon ziemlich lang. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Neue Sirenen. Gut, wir sind jetzt hier in einem neuen Gebiet. 1200 Erfahrungspunkte haben wir bekommen und ein Level 5. Ach, wir segeln gar nicht alleine. Und irgendwie ist alles ziemlich nebelig. Wir sehen gar nichts. Aber Vögel, die müssen ja irgendwo herkommen. Teer Fradee! Ahoy! Das ist jetzt wohl dann diese geheiligte Insel, wo wir ein Heilmittel gegen die Krankheit finden sollen. Da bin ich ja jetzt schon mal gespannt. What a charming welcoming committee. Gentlemen, I am Constantine of House Orsay, your new governor. I have no idea what sort of ceremony you've prepared for my arrival, but I would gladly skip it, so... indeed, these are rather peculiar customs. I see, it seems you were quite intent on serving me a drink. Hello? Cat got your tongue, gentlemen?
Would Das it ist be schon ein bisschen those annoying creepy hier. beaks? I am truly sorry these doctors should have shown a greater measure of courtesy. Thank you, dear doctors. Move along, go and trouble the Nords. Pay no attention to them. Instead, just drink. The long voyages at sea require the appropriate treatment as soon as we land. According to our scientists, without fortifiers, you might catch your death, and that will be quite regrettable. I should have chosen death. This concoction is liquid torture. I would think that they would have warned you on the ship. No, not in the slightest. And you must be Lady Morange, my predecessor. You are correct. There you are! To your health. Aha! You got your dose of bile too. Allow me to present to you Lady Morange, and to you, my dear lady, my most trusted cousin. Where is the captain? He seems to be preoccupied with some sort of admiral. Indeed. Then I will have to thank him later for this most marvelous voyage. Excellency, lead me to the palace, I beg you. And, whenever possible, go by way of all the intriguing alleyways. I am dying with impatience to discover this new city. My city! Ja, der ist ja Your sehr von Excellenz, sich we eingenommen. must wait for our escort. No need. Have no fear, for I am here to defend you, my lady. I've been scullied. How so? My admiral laid me off. My cousin was nonetheless delighted with your services. I hope that there was no misunderstanding. None, I'm sure of it. She just ordered me to give you any assistance you might need. This request doesn't seem to please you. Don't take offense, but it's not pleasant for a captain to abandon his ship. In any case, here I am at your service, for a while. Okay, also wir haben jetzt einen neuen dazu bekommen. Kurt ist immer noch da, Vasco ist auch da. Ja, dann fügen wir den doch mal zu der Gruppe hinzu. Genau. Gut, dann denke ich, für diese Folge haben wir jetzt genug erlebt. Wir erkunden die Insel in der nächsten Folge. Ich will auch noch mal mein Inventar durchsehen, ob ich noch meine Ausrüstung noch ein bisschen verbessern kann. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Aber es sieht ja so ähnlich aus wie in Seren. Und Punkte muss ich auch noch verteilen. Genau. Dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.